Let me open up in prayer. Lass uns Okay. beten. I'm going to pray. Father, thank you for this time to again look at our temperaments. Danke für die Zeit, wo wir wieder unsere Persönlichkeiten anschauen können. Lord, I pray that you would enable me to convey some truth that'll be useful Ich bitte dich, dass du mir hilfst, Dinge zu sagen, die hilfreich sind. and teach us, Lord, more about who you've made us to be. Und lehre uns mehr darüber, wozu du uns geschaffen hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. All right. One thing we need to understand when we're talking about temperaments is this. Wir müssen Folgendes verstehen, wenn wir über unsere Temperamente nachdenken. Our temperaments are just a small part of who we are. Das macht nur einen kleinen Teil dessen aus, wer wir sind. And yet they're a big part of who we are. Und doch ist es wieder ein großer Teil dessen, wer wir sind. Because our temperaments, or at least I found in my life, my temperament makes a big difference in the way I live. Denn ich merke in meinem Leben, dass mein Temperament oder meine Persönlichkeit mein Leben sehr stark beeinflusst. And many people may look at me up here teaching and think I'm a high motivator. Viele Leute, die mich reden hören, wenn ich hier vorne stehe, denken, ich bin so ein ganz hoher Motivator. When actually I'm a very high detailer. Ich bin aber eigentlich ein ganz hoher Detailer. And yet I can stand up on the stage up here and just kind of go at it. Like a motivator. Und trotzdem kann ich hier vorne rumstehen und so tun, als ob ich ein Motivator bin. But usually when I get with a crowd of people and I'm not up here, I'm very quiet. Aber normalerweise, wenn ich mit vielen Menschen zusammen bin und nicht gerade auf der Bühne stehe, bin ich eher still. I'd rather be with just a couple of my good friends. Ich bin lieber nur mit ein paar guten Freunden zusammen. And what happens up here with me Und was hier vorne mit mir passiert, in my teaching and my preaching mit dem, was ich predige und lehre, is not temperament. das hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. It's spiritual gift. Das ist eine geistliche Gabe. And we have temperament, we have spiritual gift, we have background and life experiences, and all of these things fit together to make us who we are. Wir haben also unsere Persönlichkeit, geistliche Gaben, unseren Hintergrund, unsere Lebenserfahrung und viele andere Dinge, die unsere Persönlichkeit bilden, das, was wir sind. So our temperament is a part of us, but it's not the whole of us. Das ist also ein Teil von uns, aber nicht das Ganze. But it sure makes a big difference in my life. Aber mein Leben beeinflusst es ziemlich stark. Well, I'd like to introduce you to a friend of mine. Ich möchte euch einen Freund vorstellen. Just one moment. Thank you, thank you, thank you, thank you. I think they were cheering for me. No, they were cheering for me. This is my friend Eugene. Eugene, that's who he is. Thank you, thank you, thank you, thank you. How are you, Eugene? Das ist Not mein so Freund good. Eugene. Eugene, wie geht's dir denn? Who's the chick? Wer ist denn die Tussi da? I'm not sure she wants you to call her a chick, Eugene. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt Tussi genannt werden will. Can you say anything else about her besides who's the chick? Hast du vielleicht sonst noch irgendwas zu ihr zu sagen? She's a cute chick. Sie ist niedlich. Hey, darling. Nice to see you. I am Eugene. Yes, you are Eugene. Hey, schön, dass du da bist. Ich bin Eugene. Who is he? Wer ist denn das schon wieder? I prefer the chick. Okay, das war keine Tussi. Wer ist denn das? You got your own mic there, Eugene. Thank you. Eugene, how do you feel today? Not so good. What do you mean not so good? Wie, I dir don't geht's feel heute nicht good. gut? If you got something you want to say it. Wenn du was zu sagen hast, dann mach doch einfach. Eugene, she's our interpreter. Eugene, das ist unsere Übersetzerin. Do we need an interrupter? No, not an interrupter. Und so brauchen wir ständig so einen An Unterbrecher. interpreter. Nein, das ist kein Unterbrecher, sondern Eugene, ein Übersetzer. how do you feel? Wie geht's dir? Not so good. Nicht wirklich gut. I knew something was. What's wrong, buddy? Was ist denn los? I got a sore throat. Ich habe Oh, Halsweh. you got a sore throat. Well, have you done anything about it? Hast du irgendwas dagegen gemacht? I called the doctor. Well, Ich habe einen Doktor it's a good angerufen. thing. What did the doctor say?
Was hat er gesagt? The doctor said, drink some orange juice after a hot bath. Er Well, hat gesagt, trink ein bisschen Orangensaft. drink some orange juice after a hot bath. Did it help? Hat es geholfen? No, after I drank the hot bath, I couldn't get the orange juice down. Ich habe erst mal die Badewanne ausgetrunken und dann keinen Platz mehr für den Orangensaft They gehabt. got it. That's good. Yes, sir. Eugene. Would you hold up? Junior, you know what? Do you know where we are? Yeah. Where are we? Weißt du, wo wir Germany. sind? In Deutschland. Would you slow down? Kannst du ein Don't bisschen langsam blame it machen? on me. It's you. Du bist doch hier der Langsame. I'm sorry. Yeah, that's okay. Do you know where we are? Weißt du, wo wir sind? Yeah, Germany. In Deutschland. We're in Mosbach. Wir sind in Mosbach. What? We're in Mosbach. Mosbach. You got something in your throat? Hast du auch was im Hals? No, that's German. Nee, das ist Deutsch. That's German. I speak German. You speak German? Ich kann Deutsch. Let's hear some German. Want me to translate that? I'm sorry. Es tut mir leid. Did I make the chick mad? No. No, you didn't make her mad, and she. Junior, you know what we're here to talk about? Yeah. What are we here to talk about? Weißt du, Me. worüber wir No, hier we're reden not here wollen? to talk Über about mich? you. Nein. We're not here to talk about you. We're not. No. Junior, I'm here to talk about temperaments. Do you know what a temperament is? Wir sind hier, um über Temperamente zu reden. Weißt du, was das heißt? Yeah, it's a fever. Ja, wenn man Fieber hat. No, it's not a fever, Junior. There are 4 different temperaments. Do you know what temperament you are? Es gibt 4 verschiedene Temperamente. Weißt du, wozu du gehörst? What's your temperament? Super cool. Ich bin super cool. No. Do you know what my temperament is? Weißt du, was mein Temperament ist? Super nerd. Du bist super doof. I'm kidding. Hey, Ich mach doch nur Spaß. let's go party. Lass uns irgendwo feiern gehen. Let's leave this dude and go party. Party. Lass uns den Kerl doch einfach hier lassen und irgendwo Party machen. Party. Junior, you're a high. Junior, I'm sorry, you're not Junior. My other one's Junior. That hurt. Das hat mich zutiefst verletzt. You forgot my name. Du hast meinen Namen vergessen. I'm sorry. Es tut mir leid. I don't care. Ist mir doch egal. I don't care. You're a high motivator. I am. Du Yes, bist you're ein a ziemlich very hoher high Motivator. motivator. What do you think of that? I don't care. Ist mir doch gerade egal. I just want to have fun. Ich will einfach nur Spaß haben. I just want to party. Yes, you want to. Ich will immer nur Party You machen. want to party, Eugene. Well, listen, buddy. I just want. Can you get the phone? Mach Was dein it blödes yours? Handy No, it aus. wasn't mine. Would you tell him you're sorry for that? You might have Entschuldige dich mal offended bitte. somebody. I'm sorry your phone rang. Es tut mir so leid, dass dein Telefon geklingelt hat. We're very different. We are. Wir sind ziemlich unterschiedlich. I'm starting to like her. Ich finde die ist ganz nett. We are very different. And I just brought you out here just briefly, Eugene, to let folks see a little bit of my buddy and what a different temperament you are. Ich wollte dich nur hier mal kurz vorstellen, damit die merken, wie sehr unterschiedlich wir sind. Okay? Okay? What did you just do? Was hast du jetzt Nothing. wieder gemacht? You just ticked your nose. No, I just wiped my nose. Du hast gerade deine Nase abgeputzt. You ticked your nose in front of all these people. No. Du hast in der Nase gebohrt vor all diesen Menschen. And then you put it on me. Und dann hast du es an mir abgewischt. What are you doing? Was You machst du? didn't get it all. Du hast nicht alles rausgekriegt. You're the ventriloquist. Why don't you make it talk? Listen, you've said enough. I'm going to put you back in that suitcase. Ich glaube, du hast jetzt genug geredet und wir stecken dich wieder in den I Koffer. hate it in that suitcase. Ich hasse es, da drin zu Well, sein. buddy, you have to go back in that suitcase. Du musst aber trotzdem wieder rein. Don't. You've Bitte got nicht. to. Du musst. Please don't. No, you've got Bitte to. nicht. I'm going to put you in that suitcase. Ich werde dich jetzt wieder in einen Koffer And stecken. you call yourself a Christian. Und du schimpfst dich Christ.
Eugene. Eugene, the motivator. Eugene, der Motivator. One time, actually, I have another figure. I actually borrowed him. I have another one that I generally bring with me, but I didn't this time because I didn't have luggage space. Ich habe normalerweise meine eigene Puppe dabei, aber habe keinen Platz mehr im Gepäck gehabt, deswegen musste ich ihn ausleihen. His name is Junior. Und mein eigener heißt Junior. And I'm fairly comfortable with Junior. Und mir geht's viel besser mit But Junior. I didn't bring Junior this time, so I borrowed and got a Eugene. Aber für Junior hatte ich keinen Platz, deswegen durfte ich Eugene ausleihen. And one time, somebody tried to kill him. Und einmal hat jemand versucht, Junior umzubringen. I was doing a little Wasn't me. show for a group of handicapped adults. Ich war in einem Behindertenheim And Junior was just doing his thing all around the place. und Junior hat einfach das gemacht, And there was was er a immer man macht. sitting on the front row. Und da saß ein Mann And he in was der ersten Reihe. extremely troubled by what was going on. Und er hatte richtig ein And he Problem mit dem, sat was wir there gemacht just haben. staring up at Junior Er hat den Junior richtig böse And- angestarrt. until finally he'd had enough. Und irgendwann hat er dann He genug jumped gehabt. up off the first row, ran up to me, and grabbed Junior right around the neck, Er ist aufgesprungen, nach vorne gerannt und hat which Junior of am Hals course was gepackt. my wrist. And he started to choke Junior, and Junior was screaming and yelling and saying, "Get this thing off me!" Er hat angefangen, Junior zu würgen und er hat angefangen zu So brüllen. it Ich got sag, to oh. be quite funny. Sometimes using these guys is pretty funny. Manchmal ist es ganz witzig, so eine Puppe zu Well, haben. we're talking about the temperaments. Okay, lasst uns über Temperamente reden. All right, all of you who were drivers, would you please stand? Ihr Driver, könnt ihr nochmal bitte aufstehen? Okay, look around. Schaut These euch die an. guys may be on your team. Die sind vielleicht in eurem Team. If they're on your team, guess what's going to happen? Und dreimal dürft ihr raten, was passiert, wenn die in eurem Team You will sind. be blessed. Thank you. You may be seated. All right. How about you motivators? Would you stand up? Okay, Motivator. All right. Look around. If you have some of these motivators on your team, what's going to happen? So, was passiert mit denen im Team? You will be blessed. Harmonizers, would you stand up? Harmonizer. All right. There you go, hugging each other. If you have a harmonizer on your team, what's going to happen? You will be very, very, very blessed. Okay. All right. And detailers, Und die Detailer. stand up counting. Die stehen wieder auf und zählen die anderen. If you have a detailer on your team, guess what's going to happen? You will be blessed. Thank you very much. I need 2 volunteers. Ich brauche 2 Freiwillige. 2 volunteers, all right? One, need one more. How about a lady? There you go. Come on up, Audrey. All right, this is going to be a yeah. Now, why go down the road when you can climb over chairs, right? Warum soll man außen rumgehen, wenn man drüber springen kann? Now, in America, we call these just very simply rubber bands. Okay, diese Dinge, die heißen bei uns einfach Gummibänder. Don't do anything with it yet. Hold on. Yeah, you would think. All right. What I would like for you to do, you Was don't ihr mind if I jetzt do tun that to you, sollt? do you? Don't do it back. We're built kind of alike, aren't we? Don't you think? Yeah. All right. What I want you to do is take that rubber band and shoot it as far as you can. Okay, schieß es mal so weit weg, wie du nur kannst. That direction. Irgendwo dahin. No, not at anybody, but okay, yeah, go Also ahead. nicht auf jemanden, sondern Everybody watch, see how far it goes. How far did it go? Right back there. That's not a bad shot. Okay, das war richtig gut. Good deal. Okay, Audrey, shoot it as far as you can. How far did it go? All right, okay. Hold this for me just a second. No worries, mate. What would you say if I said I could probably shoot it a lot further than that? Was sagst du jetzt, wenn ich sage, ich komme viel, viel weiter? Bring it on. Das will ich sehen. All right, let's see. Bring it on. Let's see. Let's see. Maybe, maybe not. Oops. Where did it go? All right, Okay, one more time. All right, one more gucken, ob time. ich es nochmal hinkriege. All right. All right. Very good. Thank you very much. You're excellent rubber band shooter. Vielen Dank. The reason I did that was Okay, der to show Grund, warum ich das you how getan far I habe, can shoot a rubber band. war, dass ich euch zeigen wollte, wie weit ich so ein Actually, it's Gummiband not. schießen kann. Rubber bands are designed so that they could be shot very far. That's not why they're designed, but
Die sind so gemacht, dass man sie relativ weit schießen kann, auch wenn Let me es say it nicht another way. jetzt weg ist. Rubber bands are aerodynamically designed to be shot for quite a ways if you do it right. Die sind jetzt nicht unbedingt aerodynamisch, um sie weit zu schießen, aber wenn man es richtig macht, geht es trotzdem. Okay? Did you hear it go by? Habt ihr gehört, wie es vorbeigeflogen ist? Let's just say this is a driver. Okay, sagen wir mal, das ist ein Driver. You could use a driver like this. Du kannst See what I den mean? so Yeah. benutzen. Or if that's a motivator or a harmonizer or a detailer, or this. The difference depends if we understand the best way to use that person according to the way that person was designed. By the way, if you Okay, want der to learn, Unterschied ist, dass wir lernen müssen, wie wir die Leute am besten einsetzen, ihrer Persönlichkeit entsprechend. I love to do this. Ich mache das richtig gern. this one. See if I can get this one. Oh, that didn't go too far. Aber das war nicht so gut. One more? You think one more? All right. If, by the way, you want to learn to shoot a rubber band like that, Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, it's important. das ist wichtig. You never know when in life you might want to teach some kids some principles of shooting rubber bands. Wer weiß, wann man das mal irgendwelchen Kindern beibringen muss. I have a website. Ich habe eine Website. Right off the bat, I can't remember the name of it. Anybody remember the name of my? That's right. Okay, Thank you. chipkirk.com. If you go to chipkirk.com Wenn ihr also auf chipkirk.com geht and you click ministry, und auf Ministry klickt, and links will come up. If you go to my links, there's a link on there, how to shoot a rubber band. da ist tatsächlich ein Link, der heißt, wie man ein Gummiband schießen kann. I only put the most important stuff on my website. Ich habe nur wirklich wichtige Dinge auf meiner Just Website. think of all the rest of the stuff you could get on there. Können wir überlegen, was da sonst noch alles drauf ist. But the principle, by the way, there's certain rubber bands that shoot better than others, and it's all fun and games till somebody loses an eye. Das macht richtig viel Spaß, solange bis ich zum ersten Mal verliere. But it's a principle. Aber es ist ein Prinzip, was dahinter steckt. And the principle works for you and for me and our temperaments. Und das Prinzip funktioniert für dich und mich, für unsere Temperamente. We can all be used to do certain stuff. Wir können gebraucht werden, um manche Dinge zu tun. And we can go, you know, a little way. We can go a little way. Und manchmal kommen wir nicht so recht weit vorwärts. But if we understand our temperaments, Aber wenn wir unser Temperament verstehen and if we understand the temperaments of others around us, und wenn wir die anderen um uns herum verstehen and we know best where we fit and how we're best used, und wenn wir wissen, wo wir am besten reinpassen, wo wir am nützlichsten sind and we know best how other people are best used, und wenn wir wissen, wie wir die anderen am besten nutzen können, then we can go a lot farther. dann halten wir viel, viel länger durch. Do you have your little booklets? If you do, would you turn to page number 10? Habt ihr die kleinen Heftchen vom letzten Mal dabei? Wenn ja, schlag mal bitte Seite 10 auf. And I don't think we're going to go way late this afternoon, but I do want to explain a little bit just about how understanding each other will help us. Ich möchte ein bisschen darüber reden, wie einander zu verstehen uns helfen kann. Page number 10 Seite 10 and 11. und 11. Again, this afternoon I want to think about how do we best relate to others and how will understanding my temperament help me to get along better with other people in my team. Wir möchten darüber reden, wie wir am besten miteinander auskommen und wie es mir helfen kann, die anderen zu verstehen, eben gut mit ihnen auszukommen. The top one, motivation. Okay, was ist unsere Want to see the top Motivation? of page 10? Seht ihr oben auf der Seite 10? Drivers are motivated by results. Driver werden motiviert durch Ergebnisse. Drivers are motivated by challenge, by action. Die sind motiviert durch Herausforderungen. So if you know a driver and you want to motivate them, give them big challenges, give them big results. I mean, not big results, give them big challenges and let them come up with the big results. They like that. Wenn du einen Driver kennst und den motivieren willst, gib ihm am besten eine große Herausforderung, sodass er ein richtig cooles Ergebnis erzielen kann. If you want to motivate a motivator, Wenn du einen Motivator motivieren willst,
give them recognition. Dann gib ihm Anerkennung. When I first took this seminar, I learned from a man named Jim. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich von einem Mann Jim told a gelernt. story about trying to teach his little girl how to dive off the diving board. Der hat mir erzählt, wie er seiner Tochter beibringen wollte, vom Sprungbrett im Schwimmbad zu springen. He said his family was at a motel and they were out at the swimming pool and his little girl was trying to learn how to dive. Die waren da mit ihrer Familie am Swimmingpool und das Mädchen wollte lernen, vom Sprungbrett zu springen. She was standing at the edge of at the end of the diving board with her little toes over the end and she was just doing this. Die stand also da am Ende vom Sprungbrett, die Zehen haben gerade so drüber geguckt. And her father, Jim, was in the water, treading water, saying, "Just dive, honey, just dive." Und ihr Vater war im Wasser und hat gesagt, hey, spring einfach. And she was saying, "I'm scared, Daddy, I'm scared." Sie hat gesagt, ich habe Angst, Papa. Well, he was getting tired of treading water, waiting to catch her. Der wurde immer müder da im Wasser. So he said, "I finally had an idea." Er hat gesagt, ich habe eine Idee gehabt. Jim knew that his daughter was a high motivator. Er wusste, dass seine Tochter ein Motivator And ist. she was standing at the end with her little toes over the end of the diving board. Sie stand da also auf dem Sprungbrett. And Jim looked around the swimming pool. Jim hat sich umgeschaut im And he said, Swimmingpool. "Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Er hat gesagt, Ladies and Gentlemen, darf ich mal Ihre Aufmerksamkeit haben? At the end of the diving board is my little girl, Rebecca. And for the first time in her life, she is going to dive off the diving board. Auf dem Sprungbrett steht meine Tochter Rebecca und wird zum ersten Mal im Leben da runterspringen. Would you give my little Rebecca a big hand, please?" Bitte gebt ihr mal einen Riesenapplaus. And everybody was clapping. Die haben alle geklatscht. And she looked around. Sie hat sich And she umgeschaut. Right into the water. She swam to the edge of the pool, Sie ist dann ans Ende geschwommen, climbed up the steps out of the pool, ist rausgeklettert, ran back to the diving board, ist zurückgerannt zum put her little Sprungbrett, toes at the end, hat sich wieder and hingestellt. said, "Say it again, Daddy. Say it again." Papa, mach das nochmal. If you want to motivate a motivator, give them recognition and acclaim. Wenn du einen Motivator motivieren willst, dann gib ihm Anerkennung und Beifall. Learn how to shoot those rubber bands. Ihr müsst lernen, wie ihr diese Gummibänder schießen könnt. Well, if you want to motivate a harmonizer, you can do that Wenn du einen Harmonizer motivieren willst, with appreciation. dann gib ihm Wertschätzung. They want to be appreciated and have those relationships. Sie möchten wertgeschätzt werden, brauchen Beziehungen. We had a lady on our team who was our receptionist. Wir hatten eine Frau im Team, die war in der Rezeption. And we have a big team, and we don't always have team meals, but one particular day we were having a big team lunch for the whole team to get together and have a meal together. Wir sind ein großes Team und wir essen nicht regelmäßig zusammen Mittag, aber ab und zu schon. Und einmal haben wir so ein großes Mittagessen gehabt für alle. Well, our receptionist couldn't go because she had to stay behind and answer the phone during lunch. Die konnte aber leider von der Rezeption nicht weg, weil sie halt am Telefon bleiben musste. As I was going out the door, she called me over. She said, "Hey, Chip, come here." Und als ich rausging zum Mittagessen, hat sie mich gerufen und gesagt, hey Chip, komm mal her. I made the coconut cake. Ich habe den Kokoskuchen gebacken. Make sure you taste it. Da musst du unbedingt von probieren. And I said, I will, I'll taste it. Ich habe gesagt, oh, mache ich natürlich. After lunch, I came back into the building and she was sitting there and she said, "Did you have any of my cake?" Als ich nach dem Mittagessen wieder hochkam, hat sie gefragt, und, hast du den Kuchen probiert? I said, "Not only did I have some of your cake, Ich habe gesagt, ich habe nicht nur davon probiert, but that was absolutely the best coconut cake I have ever put in my mouth." sondern das war mit Abstand der beste Kokoskuchen, den ich je gegessen habe. She was so pleased. Die hat sich tierisch gefreut. The next morning when I walked into my office, guess what was sitting on my desk? Am nächsten Morgen dürft ihr dreimal raten, was da auf meinem Schreibtisch stand. A whole coconut cake. Ein ganzer Kokoskuchen. The next day I told her, "I bet you make some good steaks." Am nächsten Tag habe ich ihr gesagt, du kannst bestimmt auch prima Steaks machen, oder? Well, you can motivate a harmonizer with appreciation. Harmonizer werden durch Wertschätzung motiviert. And you can motivate a detailer by just letting them do it right. Und Detailer motivieren wir am besten dadurch, indem wir sie die Dinge richtig tun lassen. Giving them the time to do it right.
ihnen die Zeit dazu geben, die Dinge richtig zu machen. Okay, value to a team. Okay, welchen Wert haben die verschiedenen Leute Well, fürs you Team? know, if you have a driver on your team, not only will you be blessed, but you will accomplish things. Wenn du einen Driver im Team hast, werdet ihr es schaffen, Dinge hinzukriegen. Because their value to a team is they have a lot of vision. Denn die haben Visionen, They take initiative. sie ergreifen die They see the Initiative, big picture. die sehen das große Bild. The motivator, their value to a team is they network. Do you know what network means? Motivator sind ganz gut drin, Netzwerke zu bauen. They know a lot of people. Die kennen unendlich viele Menschen. Now, I hope you don't hate me for this story I'm about to tell you because it's political. Ich hoffe, dass ihr mich für die Geschichte, die ich jetzt erzähle, nicht hassen werdet. And I was told you shouldn't tell this story in Europe because people won't like you for it. Mir wurde gesagt, ich soll diese Geschichte in Europa nicht erzählen, weil die Leute mich dann nicht mehr mögen. But I feel confident that you're gonna still at least tolerate me. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mich trotzdem noch ertragen könnt. I have a picture in my office Ich habe ein Bild in meinem Büro hängen. of the first. You've heard this story. Do you hate me? She's heard this story. She probably doesn't like me already. No, but she loves Eugene, and she really loves Eugene. I have a picture in my office of George Bush, In meinem Büro hängt ein Bild von George Bush, the first. der erste George Bush. Am I okay so far? Okay. All right, George Bush the first. And written on that picture is, to Chip Kirk, with my best wishes, George Bush. Und auf diesem Bild steht für Chip Kirk mit den besten Wünschen George Bush. George Bush and I are sort of like that. Wir sind richtig No, gute Freunde. But let me tell you how I got that picture. Ich erzähle euch, wie ich an das Bild kam. We're talking about motivators being networkers. Motivators bauen immer Netzwerke, They know a lot of people. kennen alles und jeden. Years ago, George Bush the first came to Atlanta and went to a local church. Vor Jahren war George Bush der erste Mal in Atlanta und dort in der Gemeinde. There was a picture in the paper of George Bush and his wife and the pastor of that church. Dann war ein Bild in der Zeitung von George Bush, seiner Frau und dem Pastor. I cut that picture out, Ich habe das ausgeschnitten. and there was someone standing behind George Bush, Da stand noch jemand hinter George Bush. and I cut his picture out, Ich habe ihn ausgeschnitten and I put mine in there. und habe mich da reingeschnitten. And I sent it to a buddy of mine named Bob. Und ich habe dann zu einem Freund, Bob, gesagt, And I wrote a little note. Dear Bob, did you see this picture in the paper? Chip Kirk and George Bush visit First Baptist Church. ich habe ihn gefragt, hey, hast du das Bild in der Zeitung gesehen? Chip Kirk und George Bush gehen zur Baptistengemeinde. And it got to be a big joke that George Bush and Chip Kirk were buddies. Und das war dann so der große Witz, dass wir eben Kumpel sind. Well, now this guy Bob works in Washington. Bob arbeitet in Washington And Bob is good friends with Barbara Bush, who is George Bush's wife. He's good friends with her assistant, her secretary, personal aide. Okay, und Bob kennt die... Cook. Könnt, No, he's good friend. You're confusing this. Bob is good friends with Barbara Bush's best friend. Und Bob kennt also die Sekretärin von Barbara Bush ziemlich gut, also von der Frau von George. Well, one day Bob and this lady were visiting, and Bob told her this. Bob hat die also mal besucht und ihr diese Bob was Geschichte... visiting with this lady, and she told her this crazy story about me cutting out this picture, and it was just a big joke. Er hat sie also mal wieder besucht und ihr einfach diese Geschichte von diesem Bild erzählt. So she told George Bush. Sie hat es dann wiederum George Bush erzählt. So George Bush said, "That's a crazy story. Go get me a picture of me, and I'm going to write this guy a note." Und dann hat er gesagt, hey, das ist eine coole Geschichte, bring mir mal ein Foto von mir, da schreibe ich dem Kerl was drauf. So he got his picture, wrote a little note to Chip Kirk, and gave it to his secretary, who gave it to my friend, who framed it and gave it to me. Der hat es also draufgeschrieben, der Sekretärin gegeben, die es wiederum meinem Freund gab, der es mir gegeben hat. This guy knows everybody, not Der George Kerl Bush, kennt but einfach Bob. alle. Also Bob kennt einfach alle. So if you have a motivator on your team, let him just get out there and meet people. Wenn du also einen Motivator hast, dann gib ihm die Gelegenheit, viele Menschen zu treffen. They might meet George Bush's secretary. Die treffen vielleicht die Sekretärin von George Bush. Harmonizers. I'm going to move off of the subject of George Bush now. And Okay, ich go höre to jetzt auf mit something George else. Bush. The harmonizers, their value to a team. Okay,
Okay, Harmonizer haben folgenden Wert für ein Team. Harmonizers build such incredible relationships. Die bauen unglaublich tiefe Beziehungen. When I was studying to be a pastor, I worked in some little churches way up in the mountains of Virginia, which is way back up in the hills. Während meinem Theologiestudium, da habe ich in verschiedenen Gemeinden in Virginia irgendwo ganz weit weg in den Bergen gearbeitet. One week we had an old pastor who came back to preach some meetings for us. Und wir hatten dann einen ganz alten Pastor, der kam und ein paar Bibelarbeiten gehalten hat. And one day he was going to visit an old man up in the mountains, and he said, "Chip, you want to go with me?" Und eines Tages wollte er in I die said, Berge fahren, "Sure, jemanden I'll go with besuchen. you." Hat gefragt, Chip, kommst So I du got in the mit? car and we drove until we ran out of road. Wir sind also im Auto gefahren, solange bis die Straße Then we aufgehört hat. started driving through a field. Dann kam irgend so ein Feld, wo wir durchfuhren. Then we came to this water. We had to get out and walk across a log and kept walking Dann kamen wir an so ein Flussbett, da mussten wir aussteigen, durchwarten und till we weiterlaufen. finally came to this house that was sitting on the edge of the mountain. Und irgendwann kamen wir dann endgültig an dieses It Haus. was so dirty. Das war unglaublich They had dreckig. chickens and pigs and cows and everything, goats all around the yard. Die hatten Schweine, Hühner, Kühe, Ziegen, die da überall Pastor rumliefen. knocked on the door. Der Pastor hat geklopft. This old dirty man comes to the door Da kam so ein alter, dreckiger Mann and he raus. said, "Hello, preacher, come on in, come on in." Er hat gesagt, hey Prediger, komm rein. We walked in, there were dirt floors. Wir sind dann rein in diesen We sat dreckigen down at his Raum, dirty table haben uns an seinen dreckigen Tisch gesetzt. and he said, "Can I get you something to eat?" Er hat gesagt, soll ich euch was zu essen bringen? My first words were, "No, thank you." Ich habe ganz schnell gesagt, nein, danke. And the old pastor said, "You know, I'm not hungry, but could you give me coffee? Make it boiling and black." Der andere hat gesagt, na, ich habe keinen Hunger, aber kannst du mir einen Kaffee bringen und bitte richtig kochend heiß und schwarz. So we had our little visit, and he drank his coffee, and we got ready to go and said goodbye and all those things. Wir haben dann ein bisschen geredet, er hat seinen Kaffee getrunken, irgendwann sind wir wieder gegangen. We walked across the field, got back in the car, and as we were driving off, this old pastor said to me, Wir sind zum Auto zurückgelaufen, weggefahren, da hat der Pastor mich gefragt. "Dirty place, huh?" War ganz schön dreckig da, oder? And I said, "Yeah, very dirty." He said, "Did you notice he wanted to give us something to eat?" Er hat gesagt, hast du gemerkt, er wollte uns was zu essen anbieten? I said, "Yeah, I did." Ja, habe ich gemerkt. He said, "I noticed you didn't take anything." Das solltest du nicht wirklich was essen. I said, "No." He said, "I didn't want to eat anything either." Er hat gesagt, ich will da auch nichts But essen. did you notice what I took? Aber hast du gemerkt, was ich gekriegt habe? I said, "You had a coffee." Ja, Kaffee. He said, "I had a coffee, boiling and black." Ich wollte Kaffee kochend und schwarz. He said, "I figured that if this cup had stuff in it that would make me sick, Ich habe gedacht, wenn die Tasse irgendwie dreckig ist, if the water was boiling, it would kill everything when it went in. wenn das Wasser kocht, dann wird es alles andere killen. I didn't want cream or sugar because there might be bugs or something in the cream and sugar, so I drank it black." Ich wollte keine Milch oder Zucker, weil wer weiß, was da alles drin ist, deswegen wollte ich ihn schwarz. And then he said, "You know something, Chip?" Er hat gesagt, weißt du was, Chip? I said, "What?" Was? He said, "I hate coffee, Ich hasse Kaffee, but I love that man." aber ich liebe diesen Mann. And he said, "If you can get your feet under somebody's table and take something to eat from them or drink, Er hat gesagt, wenn du es schaffst, jemanden zu besuchen, an den Tisch zu sitzen und was zu essen oder zu trinken zu kriegen, you're halfway to their heart." dann bist du schon auf halbem Wege zu ihrem Herzen. And this man was such a relator. He was always halfway or more to somebody's heart. Und das war so ein Harmonizer, der war immer so mindestens auf dem halben Weg zum Herzen And von that's den the anderen. great value to a team of a relator. Let them build those relationships. Und Harmonizer sind unheimlich wertvoll, weil sie Beziehungen bauen. And the detailers, their value is they want it done excellently. They'll focus on the details, quality, right. Detailer wollen Dinge wirklich exzellent getan haben, konzentrieren sich auf die Details, machen Dinge richtig. I'm going to skip through some of these. Ich werde ein paar Sachen überspringen. Let's just look at the major weaknesses. Lassen wir uns mal die Schwächen dieser verschiedenen Temperamente angucken. We know our strengths. Most of us know our strengths. Unsere Stärken kennen wir meistens recht But we gut, need to watch out for each other with our weaknesses. aber wir müssen aufeinander Acht geben wegen unserer Schwächen. Drivers on your team, drivers, you need to be alert to this, and team members, you need to be alert to help them understand to be a little less insensitive or impatient. Driver müssen lernen, ein bisschen weniger unsensibel und ungeduldig zu sein. I used to be in charge of our summer campaign teams. Ich habe immer unsere Sommereinsatzteams geleitet. And I would travel throughout the summer, throughout Europe, visiting our summer campaign teams. Ich bin im Sommer in Europa rumgereist, um die verschiedenen Teams zu besuchen.
There was one particular team I went to, and when I would go, I would teach a little bit of the word, and then I would just talk with the team leaders and see if they had any problems and needed any help. Und immer wenn ich da war, habe ich ein bisschen gepredigt, ein paar Bibelarbeiten gehalten und dann mit dem Teamleiter geredet, um zu sehen, ob alles okay ist. One team I went to, and as I was teaching it, I noticed there was a young woman in the corner who was balled up in a ball, sort of like this. Und ein Team, was ich besucht habe, da war so ein junges Mädchen, die saß in der Ecke und war irgendwie so völlig zusammengekauert. The whole time I talked, she stayed in that little ball. Und die ganze Zeit, während ich geredet habe, lag sie da in der Ecke Never came out. und kam nie irgendwie raus. After lunch, the team leader said, Chip, can I have a talk with you? Nach dem Mittagessen kam der Leiter und hat gesagt, Chip, kann ich mit dir reden? I said, yeah, you can. Ja, klar. And he said, I have a little problem. Und er hat gesagt, ich habe ein kleines And I said, Problem. I noticed. Ja, das habe ich gemerkt. He said, did you see the girl who was kind of balled up in a corner? Hast du das Mädchen da in der Ecke I gesehen? said, yeah, what happened? Ja, was ist denn da passiert? He said, well, the first day that we had our meeting, we were all together, and I was just trying to encourage them. Am ersten Tag, als wir alle zusammensaßen, habe ich versucht, die zu ermutigen. So I said to them all, what we're going to do this summer is go door to door and tell people about Jesus in this neighborhood. Wir werden diesen Sommer hier von Tür zu Tür gehen und Menschen von Jesus erzählen. And what did she do? Und was hat sie gemacht? He said, she looked at me and she said, I don't think I can do that. Sie hat mich angeschaut und gesagt, ich glaube, das kann ich nicht. I said, what did you do then? Was hast du dann gemacht? He said, I tried some psychology. Ich habe es auf die psychologische Tour versucht. He said, I looked at her and I said this, Ich habe sie angeschaut und Folgendes gesagt. you have to do this because if you don't, you'll ruin it for the rest of us. Du musst das machen, weil wenn du es nicht machst, versaust du den Einsatz für alle anderen. I said, what happened then? Was ist dann passiert? She started to cry. Dann hat sie angefangen zu weinen. He said, I knew I had to try a different strategy. Dann hat er gesagt, ich habe gemerkt, dass ich irgendwas anderes machen muss. So I looked at her and I said, do you realize how much money people have invested to get you here this summer? Ich habe dann also gesagt, weißt du, wie viel Geld Leute gegeben haben, damit du heute hier sein kannst? I said, then what did she do? Habe ich gefragt, was hat sie dann gemacht? He said, she began to really cry hard. Dann hat sie richtig angefangen zu heulen. And then what did you do? Was hast du dann gemacht? Well, I knew I had to pull out the big guns. Da musste ich schwere Geschütze So I auffahren. said to her, so you're going to let God down too? Wirst du also Gott auch noch enttäuschen? I said, and then what happened? Habe ich gefragt, was He ist dann said- passiert? Well, she hasn't been out of that little ball yet. Seitdem liegt sie da And, verkrümmt in der Ecke. and then he said, do you think I said something wrong? Dann hat er mich gefragt, denkst du, ich habe was Falsches gesagt? I said, yeah, I think you did. Ja, hast du I think you wahrscheinlich. did. Now, if you were in a situation like that with this girl who was curled up in a ball, and you were the team leader, hopefully you wouldn't have said those things, but if she ends up in this little ball, what would you do? Was würdest du in dieser Situation machen, wenn das Mädchen in der Ecke liegt und du bist der Teamleiter? Man, there you go. Send in the harmonizers. Schnappt euch ganz schnell ein paar Harmonizer. You find your harmonizers, and you point and you say, sick 'em. Sucht euch einfach ein paar Harmonizer und schickt sie dahin und sagt, And mach you mal. watch those harmonizers go, you poor, poor thing. You poor, poor thing. Die kommen dann wieder mit dem, ach du armes, armes Ding. So drivers, watch out for that major weakness of maybe being a little too hard on people. Driver lernt einfach nicht ganz so hart zu Major anderen zu sein. weaknesses of the motivator, maybe a little bit lack of detail. Die Hauptschwäche der Motivator ist, dass sie nicht ganz so gut sind, wenn es an die Any of you Details geht. motivators kind of a little bit lack of detail? Hat jemand von euch so ein kleines Listen. Problem mit Details? Don't ever ask a motivator to take you to the airport at 2 a.m. in Turkey. Bitte niemals einen Motivator, dich 2 Uhr nachts an den Flughafen in der Türkei zu bringen. Besides not having gas in the car, petrol in the car, Der Tank wird wahrscheinlich leer sein. they can't even find the car oftentimes. Und wahrscheinlich werden sie noch nicht mal das Auto finden. It's not a pretty sight. Das ist nicht wirklich eine gute Idee. Major weaknesses of the harmonizers. Die Hauptschwächen der Harmonizer. You know, harmonizers can easily get walked all over. You know what I mean? Auf Harmonizern kann man ziemlich leicht rumtrampeln. Sometimes harmonizers mistake being a servant
for being a doormat. Die denken manchmal, Diener sein heißt Fußabtreter sein. And there's a big difference between being a doormat and a servant. Und da ist aber ein Riesenunterschied drin, ein Diener zu sein oder ein Fußabtreter zu sein. Jesus was a servant, but he was not a doormat. Jesus war ein Diener, aber war ganz bestimmt kein So the Fußabtreter. major weakness for those harmonizers can just be sacrificing results for harmony. Harmonizer sind manchmal bereit, die Ergebnisse zu opfern, um der Harmonie willen. And a major weakness for a detailer, Die Hauptschwäche der Detailer, personal experience. ich kann es aus meiner Erfahrung. Worry. Any of you ever worry? Wir machen uns immer Any Sorgen. detailers worry? You detailers worry? Macht ihr euch auch I Sorgen? know some of the rest of you worry, but us detailers, man, we got worry down to a science. Wir sind richtig, richtig gut drin, uns Sorgen zu machen. We know how to do it very well. Das ist eine Wissenschaft für uns, das kriegen wir richtig gut. Learning my temperament changed the way I live in OM. Als ich über mein Temperament gelernt habe, hat es mein Leben total When I verändert. first joined OM, I joined as a department head, and I had to be in department head meetings. Als ich zu OM kam, da war ich ein Abteilungsleiter und wir hatten immer diese Leitertreffen. And on our team, we have a lot of high drivers and high motivators, and here I was, a high detailer. Und wir haben ganz viele hohe Driver und Motivator in unserem Team und ich bin eben ein hoher And one of the Detailer. first few weeks I was on that team, we had this big power meeting of all of our department heads, and I was the department head of our personnel department. Und ich war ziemlich neu da hatten wir dieses Meeting mit allen Abteilungsleitern und ich war Abteilungsleiter vom And there Personal. was some big, heavy subject that was being discussed, and I just sat there thinking, please, don't ask me anything. Please, don't ask me anything. Und wir haben über diese ganz großen, wichtigen Themen diskutiert und ich habe nur gehofft, oh bitte. Because all these power people were just going boom, boom, back and forth, and I think this, and I think that. No, that's not right. And I'm going, oh, it's too much for me. Die anderen haben einfach richtig lebhaft diskutiert und mir war es alles zu viel. And finally, our field leader looked at me and he said, Chip, you haven't said anything yet. What do you think? Und irgendwann hat unser Feldleiter mich angeschaut und gesagt, Chip, du hast noch gar nichts gesagt, was denkst denn du? Okay, you can do this. All right. And this is how I said it. What would happen if instead of doing this, now that's how detailers do it in harmonizers. We don't just say, well, I think you ought to do that. We say, what would happen if you did this? Or how about if you did this? And as I was saying that, a guy sitting beside me said, we've already tried that and it failed. Ich habe dann also ganz vorsichtig gesagt, wie wir And I Detailer went, das so machen. Was wäre, wenn wir vielleicht das so machen? Okay. Und der neben mir hat gesagt, haben wir schon Alright. probiert, war nichts. Then I don't have anything else to say. Okay, dann habe ich nichts mehr zu sagen. Well, the meeting came to an end. Am Ende von dem The Treffen, day came to an end. am Ende des Tages, And to make things worse, it was Friday. war es Freitagnachmittag. I had all weekend to think about this. Ich hatte das ganze Wochenende, um darüber nachzudenken. Now, you drivers and motivators, you may not be able to understand this, but how many of you harmonizers and detailers would have just been going nuts here thinking, okay, look at this. You guys stand up. If this would just kind of drive you batty, would you stand up? Look at these guys. Also Driver und Yeah. Harmonizer, ihr versteht es wahrscheinlich Yeah. nicht, aber ihr Detailer Yeah. und Okay. Driver und Motivator, Thank Detailer you. und Harmonizer, Alright, wie sit viele down. von euch würden sich das ganze Wochenende Sorgen machen? Now here's the process that I go through, and maybe you go through. If this is you, kind of just nod and help me along the way. It was Friday, which gave me all weekend to think about this thing. Es war also Freitag, ich hatte das ganze Wochenende Zeit zum Nachdenken. So I thought, okay, why doesn't he like me? Okay, warum mag der mich nicht? What was it that I really said that was so stupid? Was habe ich denn gesagt, was so furchtbar dumm war? And how many of you harmonizers and detailers would have asked yourself 10,000 times, played it again in your mind, what happened there? What happened there? You know, you go through it again and again and again and again. Wie viele von euch hätten das immer wieder durchgespielt im Kopf? So finally I realized, okay, in order to do the Christian thing, I'm going to have to confront him. Also als guter Christ muss ich ja irgendwann zu ihm hingehen und das Are you klären. with me? Yeah? I mean, if somebody's got something against you, you go to that person and get it right, okay? Also wenn jemand was gegen dich hat, dann gehst du hin und How many of you klärst das. detailers, you're with me here? You do the same thing, okay? Wie All viele von right. euch Detailern würden das auch machen? All weekend long, I was praying about this. Ich habe das ganze Wochenende gebetet. Now, how many of you drivers think this is about the dumbest thing I've ever heard? Wie viele von euch Drivern denken, so ein Schwachsinn? How many of you motivators, you just flat wouldn't remember anything that happened anyway? Wie viele von euch Motivatoren würden nicht mal wissen, was passiert ist? Yeah.
And we harmonizers and detailers, we're getting ulcers over it here. Monday morning came. Okay, Montagmorgen. I went to the guy's door. His name's Dave. Ich habe also an Daves Tür geklopft. Dave said, come in. Ich habe gesagt, komm rein. I walked in. Bin Hi, rein. Dave. Hi, Dave. Hi, Chip. Hi, Chip. Dave, I need to talk to you a minute. Ich muss mal mit dir Okay, reden. sit down. Ja, setz dich. Dave, you remember, and I'm just nervous about the whole thing, you know, been to the bathroom 5 or 6 times. Ich bin furchtbar nervös, war 5-mal auf dem Klo. Now, this is true. We do this. Yeah, all right. Hear this? Yeah. Okay, Dave, listen, I need to talk to you about Friday afternoon planning meeting. Ich muss mit dir reden über unser Meeting am Freitag. Sure, Chip, what do you want to talk about? Ja klar, worüber? Well, Dave, you remember when we were talking about such and such, Du, and weißt, Dave, I was asked a question, what do you think? You remember that? du weißt noch, wie ich gefragt wurde, was ich denke? No. Nein. Well, you see how it was here, Dave. I was sitting beside of you, and you were sitting here, and I was asked this question, and I answered, and you said it had already been tried, and you're with me on this. You remember this? Du warst doch dabei, ich saß neben dir, wurde gefragt und dann hast du gesagt, ja, das haben wir schon versucht. He said, no. Er hat gesagt, nein. I said, you don't remember any of this? Du erinnerst dich da überhaupt nicht dran? No. Chip, I don't really know what you're talking about, but you feel free to go ahead and tell me what you want to tell me. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber sag's mir einfach. You don't remember it? Du erinnerst dich nicht mal? No, I don't remember it. Nein. That's all I have to say. Thanks for your Okay, time. prima, danke schön, ich gehe. And I walked out of there. Ich bin dann ganz schnell raus. Now, soon after that, I learned the temperaments, and I taught temperaments in our office. Ziemlich kurz danach habe ich über diese Temperamente gelernt und das mit uns im Büro mal And gemacht. I realized that I was this high detailer, Ich habe gemerkt, ich bin dieser hohe and Dave Detailer was this high driver, und er war dieser hohe Driver. and we learned to adjust rather than self-destruct or tear each other up. Und wir haben dann gelernt, miteinander zusammenzuarbeiten und uns nicht mehr gegenseitig He knew that umzubringen. he couldn't just boom. Boom. Okay. Er hat gelernt, dass And es nicht einfach so I machen. knew that he wanted some direct answers. Und ich habe gelernt, dass er direkte Antworten braucht. One morning I was sitting in my office. Ich saß morgens im Büro. He didn't wait to say come in. He just came on in. Er hat geklopft und ist einfach reingerannt. He said, Chip, I need to talk to you. Chip, ich muss mit dir reden. I said, yeah, Dave, what is it? Ja, was ist? And he said, how's your dog? Wie geht's deinem Hund? My dog's fine, Dave. How's your dog? Meinem Hund geht's gut, wie geht's deinem? My dog's fine too, Chip. Now here's what I came in here for. Meinem geht's auch gut, okay, was ich eigentlich von dir will. He was trying so hard to relate to me. Er hat sich wirklich bemüht. And you know, he and I, a number of people on our team really didn't get this guy, but he and I ended up just such good friends. Und viele andere im Team hatten echt Schwierigkeiten mit ihm, aber wir sind mittlerweile richtig gute We were Freunde. so different, but we ended up such good friends. Wir waren so unterschiedlich und haben uns doch angefreundet. All right, let me just move on here. I'm going to do a couple more. How about let's get down here to communication. Okay, lass uns über Kommunikation reden. Oh, drivers. Their communication is one way. They initiate things. They get things going. Driver sind die Konversationen anschieben, immer nur in eine Richtung reden. We need to build this big road over here. Wir brauchen hier eine fette Straße. We need to make sure this building is built here. Wir müssen hier ein Gebäude hinstellen. They are one way and they initiate it. Die sind Leute, die Initiative Now, ergreifen. motivators, Motivator, they're creative in their communication. They're inspiring and creative. die sind kreativ in ihrer Kommunikation. When I was at university, I had a roommate named Francis Seton Washburn Jr. Ich hatte an der Uni einen Roommate mit einem furchtbar langen Namen. Everybody called him Doc. Alle haben ihn einfach nur Doug genannt. Doc was one of the highest motivators. Well, he was the highest motivator I've ever lived with. Der war der höchste Motivator, dem ich hier begegnet bin. And he was quite creative in his communication Er war sehr kreativ in and seiner the way he taught Kommunikation me things. und die Art, wie er mir Dinge beibrachte. I lived in a tall building, dormitory, that was 11 stories high. Wir hatten ein großes Gebäude, wo wir gelebt haben, das waren 11 Stockwerke. One day, and we had 2 elevators and 1 flight of stairs that went down it. Und wir hatten 2 Aufzüge und ein Treppenhaus. One day, one of the elevators was being worked on,
And the stairs had a sign that says, "Work in progress, use only in emergency." Und eines Tages war einer von den Aufzügen gesperrt und dem Treppenhaus war auch ein Schild, dass man nicht durch kann. So we had 11 floors with one elevator to get up and down. Wir hatten also dieses 11-stöckige Haus mit nur einem And Aufzug. I was late for class. Und ich war eh schon zu spät dran. And if I'm not 10 minutes early, I'm late. Wenn ich nicht 10 Minuten zu früh bin, bin ich zu spät. So Doc and I were standing at the elevator waiting with a bunch of people around us. Wir standen also da mit noch ein paar anderen We vor were mir. all waiting on the elevator. Wir haben alle auf den Aufzug gewartet. And I was anxious. Ich hatte richtig Schiss. I wanted to get going. I wanted to get to class. I'm going to be late. Ich wollte einfach nur pünktlich zur Vorlesung. And Doc, the high motivator, he's standing beside of me with his books in his arms, and he's rocking back and forth doing this. Und Doug stand also neben mir mit seinen Büchern im Arm, hat seelenruhig vor sich hingepfiffen. That bothered me. Das hat mich richtig genervt. And I looked at him and I said, "Doc, we are going to be late for class. Don't you care?" Ich habe ihn angeschaut und gesagt, Doug, wir kommen zu spät zur Vorlesung. Ist dir das völlig egal? And he looked over at me Er hat mich angeschaut. and he said, "We're going to be late for class? Wir kommen zu spät. We're going to be late for class?" Wir kommen zu spät. And he took his books and he threw them down on the floor with people everywhere. He threw them down on the floor. Er hat seine Bücher auf den Boden And he geschmissen. began to run around in circles. Er ist dann im Kreis gerannt. And he was yelling, "We're going to be late for class. We're going to be late for Er hat class." gebrüllt, wir kommen zu spät. And then he fell down on his back Dann hat er sich auf den Boden and he geschmissen. began to bang his feet in his hands, saying, "We're going to be late for class. We're going to be late for class." Er hat die ganze Zeit einfach nur gebrüllt, wir kommen zu spät. And then he picked his books up and he looked at me and said, Dann hat er seine Bücher wieder genommen, mich angeschaut und gesagt, "Now what good did that do?" was hat das jetzt geholfen? None? Nothing? Hat nichts gebracht. And Doc went, There was another time. Okay, ich habe noch eine Geschichte. I'd come back from the weekend on a Sunday evening, and I don't know why I was worried, but I was worried. Ich kam mal aus dem Wochenende zurück, Sonntagabends, und habe mir wegen irgendwas Sorgen gemacht. Doc had been gone for the weekend as well. Er war auch übers Wochenende weg. He wasn't there, so I sat at my desk and I put my elbows on the desk with my chin in my hands like this. Ich habe dann so meine Ellbogen auf den Tisch gestützt und den Kopf in die Hände gelegt. And Doc walked in the door. Und Doug kam dann rein. Doc says, "Hi, Chip." Er hat gesagt, hi Chip. "Hi, Doc." Hi Doug. "What are you doing?" Was machst du? "Doc, I'm worried." Ich mache mir Sorgen. "So you're worrying?" Du machst dir Sorgen? "Yes, Doc, I'm worrying." Ja, ich mache mir Sorgen. So next thing I know, Doc pulls up a chair right next to mine. Er hat einen Stuhl rangezogen. He puts his elbows on my desk right next to me, Er hat sich aufgestützt. and he puts his head in his hands just like this, right next to me, Und er saß genauso and neben he mir. begins to go, That's really distracting when you're trying to worry. Das hat mich einigermaßen abgelenkt davon, mir Sorgen zu machen. I said, "Doc, Ich habe gesagt, Doug, what are you doing?" was machst denn du? "I'm helping you worry." Ich helfe dir beim Sorgen machen. I figured that if we both do it, we'll get it done twice as fast. Ich habe gedacht, wenn wir es zu zweit machen, sind wir schneller fertig. "Doc, that's stupid." Doug, das ist ziemlich doof. "Now, isn't that stupid? Let's go eat." Natürlich ist es dumm, lass uns essen gehen. Motivators can be very passionate and inspiring in their communication.
Motivators sind ziemlich leidenschaftlich in ihrer Kommunikation. And harmonizers are very good listeners in their communication. Harmonizer sind sehr gute Zuhörer. Detailers, they're good listeners, but too often we listen trying to think of solutions. Detailer gehören zwar auch gut zu, aber denken meistens schon an eine Lösung. Harmonizers listen to poor thing. Harmonizer hören zu, damit sie wieder dieses One Abends time I was machen können. listening to my wife. She was telling me something. Ich habe mal meiner Frau zugehört, And die I'm hat mir was listening. erzählt. Ich habe ihr And I zugehört. said, okay, here's what I think we ought to do. Ich habe gesagt, okay, das sollten wir And she tun. said, I don't want answers. I just want you to listen. Sie hat gesagt, ich will keine Lösung, hör mir einfach nur zu. Right, okay. Well, I'm going to skip down here. You can read the rest. Den Rest könnt ihr selber lesen. Let's say you have 5 people sitting at a table, Sagen wir, ihr habt 5 Leute, die an einem Tisch sitzen, having a meal. essen zusammen. One of them knocks a glass of water onto the floor. Der eine schmeißt sein Wasserglas um. The driver immediately says, Der Driver sagt sofort, somebody clean that up. kann das mal jemand wegputzen? The motivator falls out of his chair laughing. Der Motivator fällt lachend vom Stuhl. The harmonizer jumps up and says, oh, you poor thing, that's happened to me too. Don't worry about it. Der Harmonizer sagt, ach du Arme, ist nicht so schlimm, ist mir auch schon passiert. And the detailer says, you know, if you put your glass here instead of here, you would knock it off like that. Der Detailer sagt, stell dein Glas nächstes Mal dahin, damit du es nicht wieder umwirfst. Well, just for fun, as we get ready to close here, let's think of some biblical characters. Let's keep it to New Testament characters, Okay. just for time's sake. Lass uns mal ein paar Leute aus dem Neuen Testament denken. Who do you think in the New Testament might have been a driver? Wer war da wohl ein Driver? Just call it out, that's fine. Peter? Okay, Petrus, Paulus. Okay, Paul. Why Paul? Paulus, warum Paulus? Because he was harsh and he had a fight with that other dude. That's right. That's right. He had an argument, didn't he? They had an argument in separate ways, yeah. Ja, die haben sich öfters mal gestritten. Rome was his goal and nothing would stop him, yeah. Rom war sein Ziel und er ließ sich nicht aufhalten. Remember he said, this one thing I do. Forgetting what is behind, pressing on towards what Er is. hat gesagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und gehe nur nach vorne. Okay, yeah, I think Paul. Ja, Paulus. What do you think about Peter? What do you think Peter was? Was war wohl Petrus? Why motivator? Why do you think Peter was a motivator? Warum Motivator? He would go from one extreme to the other very quickly. He would. Lord, if that's you, tell me to come to you out of the boat. Er ging immer von einem Extrem zum anderen. Herr, ich komme aus dem Boot, wenn du das bist. But you got to give him credit. He got out of the boat, right? Aber er stieg immerhin aus dem Boot. Yeah. Okay. Anybody else motivator? Okay, noch ein Motivator. How about harmonizer? Okay, haben wir einen Harmonizer? Barnabas. Why Barnabas? Barnabas. Warum er? You know what the word Barnabas means? Wisst ihr, was das Wort Barnabas bedeutet? Barnabas, son of encouragement. Sohn der Yeah, Ermutigung. I think so. How about another one? Habt ihr noch einen? Where? Why Jonathan? Jonathan? Okay. Yeah, I think so. Weil er so ein richtig, richtig guter Freund für David war. Anybody else? Mary, which one? Maria? Okay, Mary and Martha. Okay, Maria, Schwester von Martha. Okay. Why? What? Martha was the driver. Okay. Okay, Martha war der Driver. Okay. Just wanted to relate, sit at Jesus' feet. Sie wollte einfach nur Beziehung mit How Jesus haben. about old John? Was haltet ihr von Johannes? In the Gospel of John, whenever he refers to himself, what does he call himself? Wie redet er von sich selber im Johannesevangelium? The one whom Jesus loved. Der Jünger, den Jesus liebte. Boy, wouldn't you like to just call yourself? Who are you? I'm the one that Jesus loves. Denkt ihr so von euch selber? Wer bist du? Ich bin der, den Jesus liebt. Whoa, I would hang around with you, man. Where was he at the Last Supper? Wo war er beim Abendmahl? That's right. Can you imagine having your ear at the heart of Christ,
hearing the heart of God beat. Könnt ihr euch das vorstellen, euren Kopf auf der Brust I wouldn't be liegen zu haben? surprised if that night he just kind of wanted to rub Jesus and say, you poor, poor thing. Er wollte wahrscheinlich auch gern zu Jesus gehen und sagen, ach du Armer. You know, there's somebody else, I think, who was a harmonizer that we know we don't talk much about. Ich glaube, wir haben noch einen Harmonizer, über den wir selten reden. Hung out with kids. Er ist immer mit den Kindern rumgehängt. Andrew. Andreas. Every time, it's interesting. Andrew and Philip. This is a little bit off subject. But Andreas it's und Philippus. interesting. If you want to do a study on two interesting characters, Andrew and Philip, they were both disciples of John the Baptist. Das waren beides Jünger von Johannes dem Täufer. And they were both very instrumental in many of the significant parts of Jesus' ministry and miracles. Die haben bei vielen von Jesu Wundern eine wichtige Rolle gespielt. But Andrew, whenever you see Andrew, he's usually introducing somebody to Jesus. Andreas hat immer irgendwelche Leute zu Jesus geschleppt. He was Peter's brother, but we hear all about Peter, but Andrew introduced him. Er war der Bruder von Petrus und über Petrus hören wir jede Menge, aber Andreas war der, der ihn zu Jesus gebracht hat. And who was it who brought the 5 loaves and a couple of fish to Jesus? Und wer war es, der die 5 Brote und ein paar Fische zu Jesus gebracht hat? Who found the little boy? Wer hat den kleinen Jungen It was gefunden? Andrew. Andreas. How do you think Andrew knew that guy, that little kid, had the 5 pieces of bread and 2 fish? Was glaubt ihr, woher er das gewusst hat, dass er was zu essen hat? I think he was probably doing some kids ministry. Er hat wahrscheinlich ein Kinderprogramm gemacht. He's hanging out with the kids. Er ist mit den Kindern rumgehängt. All right, how about detailer? Okay, haben wir einen Detailer? Luke, why Luke? Lukas. Immediately. Lukas war ein Mediziner. What do you? Thomas, why Thomas? Thomas, warum er? So what? 500 of you have seen him rise from the dead. 500 of you have seen him. I'm not going to believe him until I put my fingers in the holes of his hands in his side. Er hat gesagt, 500 von euch haben ihn zwar gesehen, aber ich glaube es erst, wenn ich ihn selber angefasst habe. He was also a little bit of a negative guy. Er war auch manchmal ein bisschen negativ. When they're going in Jerusalem, Thomas is the one who said, well, we might as well go and die with him. Als sie nach Jerusalem gingen, hat Thomas gesagt, ach, wir können gerade mitgehen und mit ihm sterben. And Luke is a good one as well. How did Luke start the Gospel of Luke? Wie hat Lukas sein Evangelium begonnen? Yeah, that's right. But oh, Theophilus, I have done a thorough search, and this is the life of Jesus. And then in the book of Acts, he does the same thing. Oh, Theophilus, which means loved of God. Oh, Theophilus. The first book told you this, and I've done. It's also interesting. Go ahead, sorry. Er fängt seine Bücher immer an mit Lieber Theophilus. Ich habe ganz viel Nachforschung betrieben und hier ist ein toller Bericht. You can also see his detail, and plus the doctor, when Jesus healed somebody, Er ist auch ein Arzt und immer wenn Jesus jemand geheilt hat, or when Jesus said, stick out your hand, wenn Jesus gesagt hat, streck deine it Hand was, aus. Luke said, he put out his right hand. Bei Lukas steht, er streckte seine rechte Hand aus. How about a woman? Habt ihr noch eine Frau? Detailer. Okay, Martha? I think Martha. What do you think Mary, the mother of Jesus? Was denkt ihr von Maria, Jesu Mutter? I think she was a detailer. Ich glaube, sie war auch ein Detailer. When the angel appeared to her, what did she do? Als ihr der Engel erschien, was hat sie getan? She pondered all these things in her heart. Sie behielt She die was Worte in always ihrem Herzen. pondering things in her heart. Sie hat in ihrem Herzen nachgedacht. Well, when you get on your team, you may feel like Jesus turned his head when they were put together. Wenn du in dein Team kommst, dann denkst du vielleicht, Jesus hat weggeschaut, als das zusammengestellt wurde. And yet, when Jesus put his team of 12 together, he could not have put more different people on the same team. Aber als Jesus sein eigenes Team zusammengestellt hat, hat er sich total unterschiedliche Leute rausgesucht. You had Matthew, the tax collector, Er hat Matthäus, den and Zöllner, Simon the zealot. und Simon, den Zeloten. You know who the zealots hated most? Wisst ihr, wen die am meisten gehasst Roman haben? tax collectors. Römische Zöllner. Matthew, I'd like for you to meet Simon. Simon, Matthew. Matthäus, hier ist Simon. Hi, Simon, Matt. das What ist do you Matthäus. do? Was machst du so? I'm a tax collector. Ich bin Zöllner. Put up the sword. Put up the sword, Simon. Seinen And then Stock you had Peter. Petrus? Peter was always stepping out, always ready to just take the next move, always. Petrus war immer bereit für den nächsten Schritt And John was holding back. und Johannes war immer zögernd. Then you had Thomas. Thomas Said, I won't believe until I put my fingers in the holes of his hands. sagt, ich glaube es erst, wenn ich meine Finger in But seine you had Wunden lege. Nathaniel. And Nathaniel,
When Jesus said, Nathanael, I saw you under a fig tree, he immediately fell down and he said, my Lord and my God. Und dann hast du Nathanael, der Jesus sofort angebetet hat, als er ihm gesagt hat, ich sah dich unter dem Feigenbaum. So Jesus puts different ones of us, different temperaments on our teams to strengthen the body Jesus stellt verschiedene Temperamente in einem Team, damit wir uns and to gegenseitig stärken können. glorify Christ by loving each other as we're supposed to. Damit wir ihm Ehre machen, indem wir uns All einander right, lieben. I'll close with this. Ich möchte folgendermaßen abschließen. Situations here. Ich habe ein paar Situationen. Spring cleaning. You know what spring cleaning is? Frühjahrsputz kennt ihr, oder? Spring cleaning is at the beginning of spring. You start cleaning everything out to get ready for summer. Das macht man immer im Frühjahr, um sich auf den Sommer vorzubereiten. Well, at spring cleaning, the driver throws out his teenage son. Der Driver fängt erstmal damit an, seine Teenager aus dem Haus zu kicken. The motivator Der Motivator. takes down the Christmas tree. Er baut mal langsam den Christbaum ab. The harmonizer packs the children's snowman in the freezer. Der Harmonizer nimmt den Schneemann der Kinder und packt ihn in die Gefriertruhe. And the detailer rakes the snow across the yard so that it melts evenly. Der Detailer verteilt den Schnee gleichmäßig im Hof, damit er gleichmäßig Family wegschmilzt. pictures. Okay, Familienbilder. The driver has pictures hanging all over the house and he knows you want to see them. Der Driver hat die Bilder überall rumhängen, weil er weiß, dass ihr sie sehen wollt. The motivator lost the camera. Der Motivator hat ein Foto verschlammt. The harmonizer gave their camera away. Der Harmonizer hat seine Kamera verschenkt. And the detailer is still doing research trying to decide which camera to buy. Und der Detailer muss sich erst noch entscheiden, welche Kamera die beste ist. Following directions. The driver doesn't need directions. Okay, wenn es darum geht, Anweisungen zu folgen, der Driver braucht keine The Anweisungen. motivator lost the directions but is having a great time without them. Der Motivator hat die Wegbeschreibung unterwegs verloren, aber freut sich trotzdem. The harmonizer is studying the directions with a friend. Der Harmonizer liest gemeinsam mit einem Freund. The detailer wrote the directions. Und der Detailer hat die Anweisung geschrieben. In summary, the driver will generate the ideas and will get things done. Der Driver hat Ideen und sorgt dafür, dass sie durchgeführt werden. The motivator will make it fun. Der Will promote the work. Motivator sorgt dafür, dass wir Spaß bei der Arbeit haben. And the harmonizer will make sure everybody's okay. Der Harmonizer sorgt dafür, dass es allen gut geht. And the detailer will make sure it's done right. Und der Detailer sorgt dafür, dass es richtig gemacht wird. But as I close, I want you to listen very carefully. Ich möchte, dass ihr mal gut zuhört. I've got a secret. Ich habe ein Geheimnis. If you have a driver, a motivator, a harmonizer, or a detailer on your team, guess what? You will be blessed. Thank you, and God bless you, and you're free to leave. Thank you. Vielen Dank, Gott segne euch.